crown! Come to me, you demon! Einen wunderschönen Hi, ihr Mo von VR, ich bin Mutensen und heute wollte ich euch über meine Erfahrung mit Undead Citadel was erzählen. Ich habe eine Stunde reingespielt und bin erstmal ziemlich begeistert. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Undead Citadel ist, von dem, was ich jetzt gesehen habe, ein Fantasy-Action-Abenteuer, so würde ich es nennen. Und es beginnt damit, dass ihr irgendwo im Wald unterwegs seid und dann während eines Gewitters eine verlassene Burg entdeckt und da geht ihr rein. Man durchstöbert dann tatsächlich die Burg. Erstmal ist man in Gehöften mit verlassenen und sehr zerstörten Teilen und entdeckt auch immer wieder geheime Symbole und Schriften irgendeines Nekromantenkultes. Bekomme also ein Messer und irgendwann sehe ich auf der Straße eine komische Figur hocken und bevor ich es noch mitkriege, greift die mich an. Es gibt einen Kampf, den gewinne ich und dann kann ich mir schon mal das nächste Schwert nehmen. Und das beschreibt ganz gut, was demnächst noch passieren wird. Ich streife dann also durch die Burg und muss an bestimmten Stellen auch irgendwie Hindernisse überwinden. Manchmal ist es so ein versteckter Knopf, manchmal ist es einfach nur ein bisschen Nachdenken oder Physik, manchmal muss ich eine Barrikade abbrennen. Aber so arbeite ich mich langsam durch die ganze Burg und versuche zu verstehen, was da überhaupt los ist. Mein Charakter brüllt häufig mal mit eigener Stimme seine Meinung heraus. Das ist eigentlich auch ganz witzig gemacht. Und was mir schon zuallererst auffiel, vieles an der Game-Mechanik erinnerte mich so ganz leicht an Bone Labs. Also es ist wirklich alles physikalisch. Jeder Top kann bewegt werden, kann aufgenommen werden, kann geschmissen werden und kann halt auch benutzt werden. Man kann auch nicht durch Wände pieksen, wie in so einigen Titeln, sondern es ist alles wirklich in dem Fall realistisch. Ihr kennt das ja, wie es mit Physikgeschichten dann aber manchmal auch ist. In bestimmten Situationen, ja, wenn plötzlich mehrere Gegner auf euch zustürmen, ihr seid aber in einem engen Haus mit einem großen Breitschwert, einem zweihändigen, dann wird es aber auch merkwürdig, ja, weil ihr ständig irgendwo gegenrempelt. So, damit muss man dann auch umgehen. Ich habe mir einfach zum Beispiel einen Fassdeckel geschnappt und den erstmal als Behelfsschild benutzt. Später gibt es dann richtige Schilder auf jeden Fall. Und sehr, sehr happy war ich, als ich zum ersten Mal einen Pfeil und Bogen fand. Die Mechanik dabei ist auch sehr intuitiv. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit Pfeil und Bogen dann die Gegner abzuschießen. Während ich beim Kämpfen, ja, da ist der Funken noch nicht so richtig übergesprungen. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Gesamtperformance, die ich so verspürt habe. Man hat, wenn man das auf der Pico auf dem PC über Kabel spielt, auf jeden Fall ein bisschen Delay drin, ja, und es fühlt sich immer nicht so hundertprozentig direkt an. Und dann kommt noch dazu, dass mein Rechner das auch nur mit einer Frame-Verdoppelung schaffte und selbst da jetzt keine absolut stabile 90 Frames oder so hinkriegt. Insofern wirkten die Kämpfe auf mich noch so ein bisschen gummimäßig. Ich habe versucht, meistens in die Gegner rein zu pieksen, aber manchmal ist es mir auch gelungen, da wirklich einen Kopf abzuhacken und das funktioniert auch alles. Ja, die ganze Physik in dem Spiel, auch die Gegnerphysik ist schön. Man hat wirklich schönes Trefferfeedback und wenn man richtig platzierte Hiebe landet, dann kann man auch durchaus mal den Kollegen durchhacken oder einen Arm abhacken oder solche Geschichten. Das ist sehr schön. Es gibt wahnsinnig viele Waffen. Insgesamt wird man bis zu 60 Schwerter, Äxte, Kriegshammer, Streitkolben, Schilde und Zweithandwaffen finden und benutzen können. Und wie gesagt, Bögen und Pfeile für den Fernangriff. Man bekommt auch noch Sprengstoff später. Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Und jede Waffe hat eine bestimmte Eigenschaft, die man intuitiv benutzen kann. Ich habe auch auf dem PC seinerzeit schon eine Demo gespielt vom Horde-Modus, denn das Spiel hat einen Horde-Modus und einen Story-Modus. Und dort beim Horde-Modus zum Beispiel konnte ich auch verschiedene Vereisungs- etc. Effekte benutzen, die auch sehr spannend waren. Ich gehe davon aus, dass das auch im Story-Modus dann wieder vorkommt. In meiner ersten Stunde ist das erstmal so nicht passiert. Das macht es dann natürlich auch noch interessant, bestimmte Zeitlupe, Stärke und Einfrierkräfte zu benutzen. Die kommen auch teilweise in Form von Tränken vor. Das
Einzige, was ich euch an der Stelle noch nicht sagen kann, ist halt die Länge des Spiels. Ja, ich habe mich da durch so 3, 4 Areale innerhalb von ein bisschen über einer Stunde gearbeitet. Die Beschreibung des Spiels spricht von 10 Leveln. Ich weiß nicht, ob das denn diese Areale sind. Das könnte gut sein. Dann gehe ich davon aus, dass es halt so eine übliche 3, 4 Stunden Geschichte sein könnte, aber das ist jetzt einfach nur vermutet. Das weiß ich nicht. Es macht tatsächlich irgendwie Spaß, die Zitadelle zu erkunden, denn auch in den ganzen Buden findet man Käse und Früchte und Brot, die man essen kann, die dann die Lebenspunkte aufleveln. Also das ist tatsächlich nötig. Und ich habe auch geheime Gänge gefunden, ja, denn manchmal schiebt man einfach einen Schrank beiseite und dahinter ist dann noch eine Tür oder ein Geheimgang. Das hat mir sehr gut gefallen. Also der Erkundungsmodus, in dem man dann kommt, der funktioniert auch. Man darf jetzt allerdings nicht zu viel erwarten. Witzig fand ich die Stelle, wo ich ein Tor aktivieren musste und hatte die spontane Idee, auf der anderen Seite des Tors war nämlich ein Knopf sichtbar mit einem Pfeil drauf zu schießen und es funktionierte tatsächlich. Sowas gefällt mir sehr gut. Was die ganze Geschichte kostet, weiß ich in diesem Moment noch nicht, aber ich schreibe es euch unter das Video. Mein ganzer Eindruck bezieht sich jetzt natürlich auf die PC Steam VR-Version. Im Menü konnte man dann auch verschiedene Rotationsarten einstellen, von Snap-Turn über schnell, langsam, superschnelles Drehen. Die Bewegung funktioniert wie immer mit den Sticks, das kennen wir schon. Auf dem PC kann man dann noch die Grafikdetails in verschiedenen Abstufungen einstellen, auch für separat Textur und Detail und solche Geschichten. Das kann man dann seinem System anpassen. Das funktioniert da eigentlich auch alles ganz gut. Jetzt würde ich sagen, warten wir dann einfach auf die PlayStation VR 2 Version, denn die wird ja, wie auch immer sie am Ende ausfällt, performant sein. Und da kann ich dann nochmal richtig beurteilen, wie das Spiel sich anfühlen sollte, wenn man das Equipment dafür hat. Für mich war der Eindruck jetzt erstmal gut. Also auf jeden Fall habe ich hier so ein Double-A-Vibe. Natürlich noch die Frage, wie lang ist es und ob es abliefert. Das Spiel lenkt einen immer ganz leicht zu bestimmten Events und da guckt man dann hin und dann passiert irgendwie etwas und man weiß, da vorne, da oben in einem großen Turm, da werde ich hin müssen und noch was erledigen. Mein Fazit wäre tatsächlich, für mich fühlte sich das alles ganz gut an. Wirklich von der Gestaltung und dem ganzen Inhalt macht es einen wirklich guten Eindruck. Mir gefällt es. Hat mich so ein bisschen an The Witching Tower und Shadow Legends erinnert, das wir schon auf der PlayStation VR 1 hatten. Und die habe ich beide wirklich sehr gerne durchgespielt. Das war jetzt dasselbe Gefühl mit ein bisschen advanceder Physik und einem interessanten Kampfsystem. Von mir kriegt es einen Daumen hoch. Gucken wir mal, wie es dann auf der PlayStation VR 2 endet. Jetzt könnt ihr euch noch ein bisschen Ingame-Sequenzen angucken und Burg herumklettern. So blöderweise habe ich jetzt die Details gerade alle runtergestellt. Der Ast, an dem wir hier klettern, ist nämlich sehr eckig. Aber harte. Horizon Vibes. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Das ist stopp. Verlassen der Deutsche. Weiß nicht, ob er mich jetzt... Ja, okay. Na gut. Leutchen, interessant. Also jetzt hier, ich weiß nicht, wie lange ich schon spiele, nach einer Stunde, er nochmal eine neue Klettermechanik rausgepackt. Ich denke mal, das ist jetzt gut so. Also, das Spiel gefällt mir. Ja. Ich habe jetzt eigentlich wirklich Bock, das weiter zu entdecken, allerdings nicht mit der Technik, mit der ich hier rumfuchtel. Mein PC ist einfach nicht sehr schnell und dadurch fühlt sich das alles nicht so super gut an im VR. Aber ich bin riesig gespannt, wie es dann natürlich sehr flüssig auf der PlayStation VR 2 läuft. Und ich glaube, da steht uns was Schönes ins Haus. Auf jeden Fall, Leute. Kann man machen. Kann ich auch wieder zurückgehen. Ja, Fazit. Ein richtig nettes Abenteuer mit ein paar Überraschungen und Kämpfen. Ich habe jetzt auf Easy gestellt. Ich glaube, wenn ihr euch da wirklich harte Fights liefern wollt, dann ist ja auch genügend Potenzial. Ich finde es super gut, dass es auch mit Pfeil und Bogen geht. Ja, das ist eher mein Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, wir bekommen auch noch mehr Waffen. Schusswaffen vor allen Dingen. Es gibt Tränke, genau, verschiedene Bogen wird es noch geben. Ich gucke gerade, ob hier vielleicht auch eine Armbrust oder so dabei ist. Na, das sieht aber nicht so aus.
Jede Menge Schwerter, Äxte und so weiter und so weiter. Man schöpft ja aus dem Vollen. So, dafür, dass ich ja mit einer Pico über Kabel an einem relativ lahmen PC gespielt habe, funktionierte das eigentlich auch schon alles ganz gut. Das heißt, an eurem durchschnittlichen PC-System könnt ihr das spielen. Und ich warte jetzt auf die PlayStation 2 Version. Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Sagt mir mal, ob euch das gefällt. Und wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Tensimo von VR. Immer für euch da. Tschüss.